Jo, was geht ab, Leute? DevGamer Nico am Start. Heute mit einem kleinen Update-Video. Ja, wie es wahrscheinlich einige gemerkt haben, letztes Jahr, als ich Ende des Jahres dieses Video hochgeladen habe, Weihnachts Bernie, Animal Fight oder was auch immer, haben einige in den Kommentaren schon herausgefunden, dass es mir nicht so gut geht, dass ich im Krankenhaus war und gefragt, was da los ist. Also mache ich jetzt mal dieses Video, um ein bisschen was zu erklären. Warum mache ich dieses Video erst jetzt? Weil heute ist der 12. Mai, das ist der perfekte Tag, weil am 12. Mai 2014 habe ich mit YouTube angefangen. Da kamen meine ersten Videos, also heute genau vor 10 Jahren. Unter anderem die legendären Pringles und Flasche auf Zug werfen, die schon einige Fortsetzungen haben. Und am 12. Mai 2019, vor 5 Jahren nach Start meiner YouTube-Karriere, habe ich inoffiziell aufgehört, Videos zu machen. Da kam dann nur noch, ja, sehr selten was. 2020 und 2021 einmal im Jahr ein Song. 2022 der DGN Dezember. Letztes Jahr hatte ich eigentlich ein anderes Video geplant, aber das hat dann nicht geklappt, weil ich Ende des Jahres so lange im Krankenhaus war. Dann habe ich noch kurzfristig dieses Fight-Video da hochgeladen. Und jetzt sind wir in 2024. Und jetzt ist 10-Jahres-Premiere, wo ich mit meinen legendären Videos angefangen habe. Deswegen habe ich extra auf diesen Tag gewartet. Dachte, das wäre der perfekte Tag für so ein Update-Video. Also, ja. 2019 habe ich ja schon erzählt. Ich habe mit YouTube aufgehört, weil ich ins Berufsleben einsteige und meine hochprofessionellen Videos dann zu viel Zeit erfordern würden. Deswegen konnte ich diese leider nicht weiterführen. Ich erzähle erstmal, wie es von da ab weiterging. Der Teil wird relativ kurz sein, weil das jetzt nicht so spannend ist. 2019 Ausbildung angefangen im Bürobereich, 2022 Ausbildung erfolgreich beendet, dann ein paar Jahre paar Monate arbeitslos, Leben ein bisschen gechillt, dann einen neuen Job gefunden, jetzt fett die Kohle am machen. Ein Jahr hat es gut geklappt. Dann Oktober letztes Jahr bin ich krank geworden. Hat erst ganz normal angefangen, also normale Symptome, Magen-Darm-Grippe, sowas. Nach über einer Woche ist es aber nicht wirklich besser geworden. Dann habe ich mal einen Bluttest bei meiner Ärztin gemacht. Die meinte, oh, scheiße, die Werte sind richtig schlecht, ich muss ins Krankenhaus. Ja, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Zu der Zeit war es auch ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein. Ich konnte kaum was runterschlucken. Ich hatte eine ganz schwere Entzündung der Speiseröhre, glaube ich. Äh, Leberwerte waren richtig schlecht. Ich hatte Leberentzündung, was sonst noch alles. Die haben mich im Krankenhaus untersucht, komplett auf den Kopf gestellt. Äh, Magenspiegelung, Darmspiegelung, was sonst noch, MRT, CT, Röntgen, was auch immer. Und haben herausgefunden, dass ich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung habe, namens Morbus Crohn, die mit Erkrankungen im gesamten Darmbereich zu tun hat. Und es da immer wieder so Schübe gibt. Könnte sein, dass ich die Krankheit schon länger habe, aber letztes Jahr habe ich das erst herausgefunden. Man kann mit der Krankheit relativ gut leben, solange man die Medikamente holt und ja, hin und wieder kann es mal so Schübe geben, aber in 9 von 10 Fällen verläuft sie eigentlich harmlos. Ich habe den 10. Fall abbekommen, so ungefähr, weil ja, im Krankenhaus habe ich erstmal einige Medikamente bekommen, unter anderem Cortison. Da ging es mir dann wieder nach einer Woche oder so richtig gut. Und die waren schon kurz davor, mich zu entlassen, aber haben trotzdem alle 1 bis 2 Tage immer Blut abgenommen. Und ja, an dem Tag, als sie mich dann entlassen wollten, haben sie gemerkt, nee, die Werte sind noch zu scheiße, das können wir nicht machen. Haben sie auf jeden Fall früh gemerkt. Ja, dann haben sie das Cortison abgesetzt. Sie dachten, das könnte vielleicht daran liegen. Aber davon sind die Werte da auch nicht besser geworden. Und ja, als ich von der Cortison weg war, ging es mir dann wieder immer schlechter. Ich habe tagelang teilweise nichts gegessen. Was noch? Ja, ich hatte Magenschmerzen. Ich hatte einmal richtig Schmerzen an der Schulter. Ja, das war dann so Ende November, Anfang Dezember. Da ging es dann richtig schlimm los. Und zwar, genau, ich glaube, ein paar Tage vorher haben die mich doch mal vom Magen her mit Röntgen und allem untersucht. Und da haben sie dann gemerkt, sie müssen notoperieren, sonst könnte meine Bauchdecke platzen. Also haben sie mich dann in ein künstliches Koma versetzt. Das war am 4. Dezember, glaube ich. Genau. Dann habe ich 2 Wochen im Koma gelegen, bin erst am 19. Dezember auf der Intensivstation wieder aufgewacht. Erstmal ein großer Schock, weil ich mich überhaupt nicht so orientieren konnte, was jetzt da passiert ist. Ich habe da gelegen, ich konnte mich überhaupt nicht bewegen, weil in den 2 Wochen, in denen ich komplett gepennt habe, der Körper hatte so abgebaut durch die Bewegungslosigkeit, dass ich mich kaum bewegen konnte. Und ja, die haben mir einen Luftröhrenschnitt gemacht, das heißt, ich musste künstlich beatmet werden. Ich hatte so ein Ding hier im Hals, die haben da immer abgesaugt, weil ich da ganz oft husten musste. Das war richtig unangenehm. Ich hatte alle möglichen
Kabel mit drin. Ich hatte eine Magensonde, die mir durch die Nase ging. Was noch? Ich war ganz viele Maschinen angeschlossen, die Blutdruck, Herz, alles durchgehend 24 Stunden am Tag gemessen haben. Ich habe einen künstlichen Darmausgang bekommen. Den habe ich jetzt immer noch. Der kann erst wahrscheinlich im Laufe des Jahres irgendwann später zurückverlegt werden. Ähm, Ich habe einen Katheter bekommen, durch den ich künstlich pinkeln konnte, ja, weil es so schlimm war, dass sie da halt alles machen mussten. Ich hatte während der Zeit im Koma einen septischen Schock. Ähm, für die sich ein bisschen auskennen, das ist Blutvergiftung, also greift die Organe an, führt zu Multiorganversagen, was logischerweise zum Tod führt, wenn nicht rechtzeitig behandelt wird. Und septischer Schock ist die schlimmste Art davon und weniger als 50% überleben das. Ich hatte wahrscheinlich das Glück, dass ich so jung war, wie mir auch oft gesagt wurde, weil wenn sie jetzt jemanden operiert hätten, der einige Jahrzehnte älter gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich gewesen, dass er es nicht überlebt hätte. Also ja, ich bin relativ glücklich davon gekommen. Glück im Unglück, kann man so sagen. Ja, nachdem ich aufgewacht bin, war ich erstmal noch über 2 Wochen auf der Intensivstation. Wurde sehr langsam wieder mobiler gemacht. Am Anfang konnte ich so gut wie gar nichts machen. Ich konnte nicht mal richtig mein Handy bedienen, was dann übelst nervig war, weil ich den ganzen Tag nur gelegen habe und überhaupt nichts machen konnte. Und der Fernseher, den die da hatten, war auch totaler Schrott, total veraltet, ist immer wieder ausgefallen. Äh, ja, ich konnte kaum schlafen, wegen diesen Dingen in meinem Hals, weswegen ich immer husten musste, weil ich so unbeweglich war, dass ich mich schon nicht mehr auf die Seite drängen konnte und ich eigentlich nur schlafen kann, wenn ich auf der Seite liege. Deswegen bin ich immer um 4 oder um 5 Uhr direkt aufgestanden und auch während der Nacht, jede Stunde oder so, bin ich mal aufgewacht und habe dann noch mal eine halbe Stunde gebraucht, mindestens, um wieder einzupennen. Also ja, war richtig nervig. Essen konnte ich am Anfang auch nicht. Wir haben erst ganz langsam angefangen mit Wackelpudding nach ein paar Tagen, was dann auch nicht so praktisch war, weil die nur 2 Sorten hatten und einer hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Ja, kurz bevor ich vor der Intensivstation runterkam, haben wir es dann wieder ein bisschen aufgebaut. Erst mit so Sachen wie Kartoffelpüree und am Ende konnte ich dann wieder alles essen, was ich wollte. Da haben sie auch die Magensonde entfernt, mit der sie mich dann künstlich vorher ernährt haben natürlich. Aber trotzdem habe ich gewichtsmäßig extrem abgebaut da. Ich sah richtig dünn aus. Habe seitdem wieder Gewicht zugenommen, aber ich bin immer noch weit unter dem, was ich vorher hatte. Und ja, in den ersten Tagen auf der Intensivstation konnte ich mich nicht mal wirklich richtig hinsetzen, ohne dass sie mich stützen mussten, weil der Körper einfach so abgebaut hat in der Zeit. In den Tagen danach ist es dann immer mehr geworden. Ich habe Physiotherapie bekommen, jemand, der mit mir so Übungen gemacht hat, so leichte Übungen an den Händen, an den Füßen, dann an den Armen, an den Beinen und so weiter. Ja, nach 1 bis 2 Wochen ist dann zu dem Punkt gekommen, wo ich wieder stehen konnte mit bisschen Unterstützung. Und am Ende, als ich auf der Intensivstation war, bin ich dann die ersten Schritte gelaufen mit Rollator, auch mit sehr viel Hilfe und sehr langsam. Ja, Anfang Januar bin ich dann von der Intensivstation runter und nochmal auf Normalstation gekommen, wo ich dann auch nochmal 2 Wochen gelegen habe, bis sie mich dann komplett entlassen haben, weil die meinten, wäre soweit gut, dass ich jetzt zu Hause überleben konnte. Ich musste natürlich noch in Reha, weil ich noch viel zu unbeweglich war. Und am Ende haben sie auch herausgefunden, dass ich durch das lange Liegen oder den septischen Schock oder die allgemeine Situation halt so ein Nerv bei mir sich sehr eingeklemmt hat oder aufgebläht hat und sich das jetzt auf meinem Fuß auswirkt. Ich habe jetzt eine Fußheberlähmung, nennt sich das. Ich kann die Zähne nicht wirklich bewegen, ich kann den Fuß hinten an der Stelle nicht so wirklich hochheben und das schränkt halt ziemlich beim Gehen an. Ich bekomme deswegen jetzt noch Physiotherapie. Das kann über ein Jahr dauern, bis es komplett verheilt. Deswegen kann ich jetzt zumindest draußen, also ich hab noch den Rollator, ich kann den 5 Jahre behalten. Und ich habe Stützen, kann ich mal hier zeigen gerade. Hoffentlich kann man es sehen. Ich mache das ja mit Facecam, also sehe ich es gerade nicht. Ja, also wenn ich draußen bin, kann ich nur mit Stützen laufen. In der Wohnung bewege ich mich größtenteils ohne irgendwelche Hilfsmittel, weil es hier relativ eng ist und ich mich immer irgendwo festhalten kann. Aber ich kann eigentlich langsame Schritte gehen, ohne mich irgendwo festzuhalten. Aber ja, bis ich wieder so gehen kann wie vorher, das wird wohl bis Anfang nächstes Jahr dauern, mindestens. Aber es ist auf jeden Fall schon deutlich besser geworden, als es noch Anfang des Jahres war. Ja, durch die Unbeweglichkeit vor allem und auch durch den künstlichen Darmausgang, durch alles, was mich in Mitleidenschaft gezogen hat, wurde auch entschieden, dass ich in eine Rehabilitationsklinik gehen muss, in eine Reha.
Das war dann Anfang Februar, nachdem ich knapp 2 Wochen zu Hause war. Ja, da bin ich in eine Reha gekommen, mehr für die Darmkrankheit als für wirklich jetzt das, was ich mit dem Fuß habe. Aber ja, da wurde ich auch mobiler gemacht. Ich bin da für 5 Wochen geblieben, habe einiges an Übungen gemacht, viele Seminare bekommen, die sich irgendwie 10-mal gefühlt wiederholt haben. Äh, ja, Mittagessen war gut. Abends konnte ich immer gut gemütlich auf dem Zimmer chillen. Dann seit März bin ich jetzt wieder zu Hause, größtenteils wieder normaler Lebensablauf. Außer halt die langsame Bewegung, der Darmausgang und dass ich jetzt ja erstmal eine Zeit lang immer noch nicht arbeiten kann, bis ich wieder richtig sicher auf den Füßen bin. So, ja, das ist im Groben und Ganzen das, was vorgefallen ist. Ich muss gerade nochmal überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich setze hier am besten noch einen Schnitt. So, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie dann. Ja, weitere Videos sind jetzt erstmal nicht geplant. Der Kanal ist ja größtenteils inaktiv, aber hin und wieder kommt immer was. Ich gucke, dass ich zumindest jedes Jahr irgendwas hochlade. Das hier wird aber wahrscheinlich erstmal das letzte Video für eine Weile sein. Also erwartet nicht zu viel. Und ja, das war jetzt das Update. Ciao.